Ich bin in Kleinplasten geboren worden. Das war ein Sitz, wo mein Vater eine Siedlungsgesellschaft betrieb zu der Zeit. Da haben wir also gewohnt bis zum Jahr 38. Und dann gibt es so Kinderbilder von mir hier mit meiner Schwester Mechthild, Rotraud, meinem Bruder Dietrich, oder hier meine älteste Schwester Gisa mit mir und Rotraud. Hier, das ist auch nett, das ist meine zweitälteste Schwester Mechthild. Eigentlich setzen die Erinnerungen in der Nähe von Kassel ein, auf dem Gut Rotwesten, wo wir gewohnt haben, als mein Vater beim Fliegerhorst Rotwesten seinen Stützpunkt hatte. Meine Mutter und die Geschwister in der richtigen Reihenfolge, also Gisa, Mechthild, Dietrich, Rotraud und ich. In die Schule bin ich gekommen 1940 in Perleberg. In der Perleberger Zeit war das mal eine Atelieraufnahme, als wir mal wirklich alle zusammen waren. Und dazu, in Ergänzung zu der kleinen Stadtwohnung in Perleberg, die Eltern waren ja absichtlich hier in die Nähe der Puttlitzschen Güter gezogen, sodass meine Mutter, also eine geborene ganz edle Herrin zu Putlitz, wieder in der Nähe ihres Geburtshauses in Großpankow war. Und da bin ich ganz viel gewesen. Also Großpankow, wirklich für mich die zweite Heimat. Das ist das einzige Foto, wo ich in Großpankow fotografiert bin. Da sitze ich im Vordergrund und im Hintergrund stehen die Kinder aus Großpankow, also meine Cousine Ursi, und in der Mitte die Cousine aus Retzin, Giechen, und rechts aus Großpankow, Giesbert zu Putlitz, der durch den Tod des Vaters 1945 der rechtmäßige Besitzer des Hauses war, aber nach der Wiedervereinigung nicht zurückbekommen hat. Und Großpankow hat für mich da immer eine große Rolle gespielt. Das hat angefangen natürlich mit hier, weil man eben rumstreifen konnte in der Natur und rumgucken konnte, den Vögeln zuhören konnte und mal eine Blindschleiche gesehen hat oder mal eine Ringelnatter oder Zauneidechse und so. Und dann kam der große Moment mit der Flucht. Und dann kam eben diese glückliche Fügung mit dem großen Treck aus Sipnieve oder Wilkenwalde und sind dann bei klirrender Kälte in offenen Kutschwagen in Richtung Westen gerollt. Aber irgendwann hatten wir das Ziel, wir fahren weiter bis nach Ödelum. Und dort waren wir eben die Flüchtlinge, die fragten, ob wir Fallobst aufsammeln dürften oder auf den Feldern Weizenähren gestoppelt haben, um Körner rauszudreschen und so weiter. Also es war doch ein wesentlicher Einschnitt. Die Gräber waren überwuchert, da konnte man nicht sehen. Also ich meine, die Tafeln an den Wänden waren großenteils vorhanden. Da haben ja nur einige gefehlt. Karl Theodor, ganz edler Herr zu Putlitz. Und als der gestorben ist, 1848, hat man dort mit dem Grab den Friedhof begonnen. Inzwischen liegen meine ganzen Geschwister hier und verschiedene Vettern und Cousinen und so weiter. Und dann bin ich aber 46 nach Hannover ins Internat gekommen. Eine Tante von mir war sehr anthroposophisch und hatte ihren Sohn schon dort auf dieser Waldorfschule. Als die Eltern sich getrennt haben, bin ich bei einer Pflegefamilie gewesen. Das ist zum Beispiel ein Bild von einem Spaziergang mit Frau Dragemeister und ihrem Sohn und ich als Pflegekind in der Familie. Aber dann im letzten Schuljahr, das war dann schon 53, da hat mein Vater gesagt, dann kannst du auch genauso gut nach Hamburg kommen und dort Abitur machen. Ich hatte ja nur einen Bruder
Da hatte ich keine Auswahl, der war eben so. Und das passte mir zwar nicht alles, was er machte, aber ihr habt es ja besser, ja. Ich meine, ich erinnere mich, als wir Weihnachten in die Kirche gehen, gehen wir rein und der sagt, Mütze runter. Aber ich wusste nicht, dass man die Mütze der Kirche abnehmen soll. Hätte man mich ja auch informieren können darüber, statt mich anzublaffen, ja. Und das... Na gut, und dann habe ich in Hamburg angefangen, erst noch Zoologie zu studieren. Ich habe ja noch angefangen, Zoologie zu studieren und dann merkte ich, Arzt ist okay. Und dann war die große Frage, welche Spezialisierung? Naja, geschickte Hände hatte ich, das war bekannt. Und dann habe ich in der Chirurgie in Hamburg-Eppendorf eine Doktorarbeit angefangen und war an einem absoluten Tiefpunkt meines Lebens. Die Arbeit, die ich da machen sollte, interessierte mich überhaupt nicht. Es war so eine laborchemische Studie. Und da begann das neue Semester und wir hörten Augenheilkunde. Und in der zweiten Stunde Augenheilkunde war mir klar, Augen. Das war der Professor Sauter, durch dessen Vorlesung ich zur Augenheilkunde gekommen bin. Das ist sein Oberarzt Ullerich, bei dem ich meine Doktorarbeit gemacht habe. Und dann das wichtige Professor Meyer-Schwickerath, bei dem ich dann in Essen in die Augenheilkunde richtig reingekommen bin. Ja, das ist jetzt schon so, ja, fast 15 Jahre her. Ist natürlich in einem Leben von Bernhard, der jetzt 90 wird, noch nicht so lange. Bei mir ist es schon ein Viertel meines Lebens fast. Da haben wir uns in Berlin, sind wir uns über den Weg gelaufen. Und zwar, ich hatte mit Künstlerkollegen in Berlin eine sogenannte Produzentengalerie in der Nähe vom Bayerischen Platz. Und da ist Bernhard dann mal als Besucher aufgetaucht und er ist ja ein Kunstkonnoisseur, auch wenn zeitgenössische Kunst nicht unbedingt sein Spezialgebiet ist, aber wir kamen ganz gut ins Gespräch gleich und fanden uns wohl sympathisch. Und dann wollte ich eigentlich nach Heidelberg in die Augenklinik gehen und war noch ein Jahr in der Pathologie in Heidelberg. Und habe dann mich anders orientiert und bin nicht nach Heidelberg gegangen, sondern nach Essen. Und ich kam also ins Paradies, weil ich bei Meyer-Schwickerath den richtigen Chef gehabt hatte, mit dem ich hervorragend klargekommen bin, wo ich ganz schnell gefördert wurde. Ich habe ganz schnell viel operiert und so weiter. Ich brauche Dinge, die man sehen und anfassen kann, auch wenn sie doch so zierlich sind. In der Essener Klinik hatten wir hier solche Bilder, wo Meyer-Schwickerath irgendwie, ich hatte ihm auf irgendwelche modernen Bilder, die er hingehängt hatte, ein Gedicht gemacht. Und das ist die Besatzung der Essener Klinik. Und der ist dann später nochmal bei vielen Gelegenheiten hatten wir Verbindung, mal hier bei einem Kongress, da bin ich, Meyer-Schwickerath und ein anderer Professor oder da. Und dann von ihm bin ich dann eben zum Professor Lund gekommen, der mich dann aus Essen nach München genommen hat. Wir haben damals diese häufigen Operationen des Grauen Stars vierhändig gemacht. Und wir sitzen zusammen an einer solchen Operation und sagte zu meinem Oberarzt, dann können Sie ja in München mal eine Statistik machen, wie es mit Naht oder ohne Naht heilt.
Ja, vielleicht können wir die Statistik zusammen machen. Oh, ja. Also ich war ja blutjung in der in der Augenheilkunde. Und ich bin aber mitgegangen und das erste Jahr war fürchterlich, wirklich. Wir haben jeden Sonnabend operiert und am Sonntagabend hatte ich das Gefühl, so jetzt bin ich wieder zusammengesetzt. Also in München, zum Beispiel diese Bilder, die haben wir mal in der Klinik gemacht. Oder als wir, ich glaube, 5 Jahre zusammen in der Augenklinik waren, habe ich Professor Lund eine Glasvase gravieren lassen mit den Daten und habe ihm das überreicht. Und das sind so typische Bilder in der Klinik aufgenommen, so hier an der Spaltlampe sitzend. Ich meine, mein Chef Lund war mir sehr dankbar. Also er hat doch Jahrzehnte später noch gesagt, dass es eine hervorragende Ergänzung war. Ja, und dann war ich eben 10 Jahre Oberarzt in der Uniklinik München, habe mich in der Zeit habilitiert, 72. Den Professorentitel kriegte man 6 Jahre später. Guck mal, die Eiche sieht aus Auge und wie so ein aufgesperrtes Maul in diese Richtung. Ja. In München gab es noch eine weitere traditionsreiche Klinik, Augenklinik Herzog Karl Theodor. Als ich dahin mitgenommen wurde oder dorthin gegangen bin, so hat die damals ausgesehen. Das war so ein Nachkriegszustand. Hier ein Anbau und der ganze Putz abgeschlagen. Das hat man später sehr viel schöner wieder hergerichtet in der Umbauphase, bei der ich dort dann wesentlich beteiligt war. Also das Kuratorium der Augenklinik Herzog Karl Theodor, das mich teilweise schon vorher kannte, fragte mich dann, ob ich die Klinik übernehmen würde. Und ich habe gesagt, ja, das interessiert mich. Und dann kam die Frage, ja, aber Sie mit Ihren Qualifikationen und habilitiert und langer Erfahrung, warum interessiert Sie diese Klinik? Die ist doch ein Zwerg. Und da habe ich gesagt, diese Klinik ist kein Zwerg, sondern ein schlafender Riese. Ich hatte von vornherein das Konzept, dass in einem OP unter einem Dach mehrere verschiedene Kliniken, mehrere verschiedene Praxen zusammenarbeiten, aber in einem OP operiert wird. Das ist alles Mitarbeiter der Augenklinik Herzog Karl Theodor, die andere Praxen inne hatten und die Assistenten zu den jeweiligen Praxen. Ja, und als das alles gut lief, auch gerade mit den Umbauphasen und so weiter, kam die Wende. Ja, und dann war eben Groß-Pankow angesagt. Umbau des Hauses und Wiederherstellung. Bernhard ja dann 1991, ich erinnere mich, dass ich da gerade in Südafrika war und mein praktisches Jahr machte, da hattest du dann die Idee entwickelt, hierher zurückzugehen. Und das war, im ersten Moment war das fast ein bisschen schockierend, muss man sagen, weil wir so sagten, also um Gottes Willen, was willst du denn hier machen? Das ist ja alles irgendwie grau, kaputt und no future. Habe im Jahr 90 angefangen zu verhandeln, 91 gekauft, April 92 die Bauerei begonnen, sodass wir dann Mitte September das Richtfest, das Richtfest war schon vorher, Mitte September alles fertig hatten und angefangen haben, im September 93 zu operieren. Ja, meine Verabschiedung in Nymphenburg
wurde gefeiert, also von der Augenklinik Herzog Karl Theodor, und ich dort mit der Abschiedsrede. Meine Kollegen schenken mir Garteninstrumente für den Park. Und wir hatten ja hier im OP durch die Planung, Bau, Ausstattung, Schulung der Schwestern, hatten wir ja das alles sofort am Laufen. Es gibt sicher viele andere Operateure, die flink operieren. Aber der Wechsel von einem Patienten bis zum nächsten, das war hier durchgestylt bis zum TZ. Kurt Dietrich von Wolf war von 93 an mit dabei, war in München bei mir Assistent und Oberarzt gewesen und dann Partner hier. Und Dr. Bull ist dann hier dazugekommen. Also wir haben natürlich hier also volle Pulle durchoperiert zu dritt. Und es war also großer Betrieb. Aber dann habe ich, als ich 68 wurde, doch vorher mit den Partnern besprochen, also bitte lasst mich allmählich raus. Ich habe sehr viel andere Interessen und unermesslich viel anderes zu tun. Ich möchte irgendwann aufhören. Die Situation, als ich das Bundesverdienstkreuz bekommen habe und der Gesundheitsminister Barth also delegiert wurde, mir hier das Verdienstkreuz zu geben. Dann kamen natürlich meine heimatkundlichen Interessen dazu. Im Altmärkischen Geschichtsverein war ich schon als Schüler eingetreten, als der noch gar nicht wieder in der Altmark etabliert war. Und da war ich dann auch etliche Jahre Vorsitzender, ich glaube 18 Jahre oder so. Und dann habe ich auch angeregt, dass wir das Schlossmuseum Wolfshagen in Gang setzen. Als ich hier angefangen hatte, 1993, habe ich überlegt, so die Familie ganz zu Putlitz hatte bei Kriegsende 7 voll bewohnte Güter. Von den ganzen Häusern, die oft umgebaut waren, war Wolfshagen das kostbarste in der Bausubstanz. 1995 den Förderverein gegründet und ich wusste, wenn ich Wolfshagen als Museum in Gang setze, eine Etage ist völlig mit der Sammlung zu füllen. Ich brauche nur die Leihgabe aus Weiden abzurufen und dann ist eine Etage völlig gefüllt. Sie hätten doch auch den Fahrstuhl nehmen können. Ja, und ich meine, dann sind natürlich noch andere Aktivitäten auch gelaufen. Es hatte die Stadt Perleberg sich darauf besonnen, wen haben wir denn als besonders prominentes Mitglied aus Perleberg, um also die Stadt Perleberg, wie man heute sagt, zu promoten. Lotte Lehmann, also berühmtestes Kind der Stadt. Dann, wie können wir die ehren? Wir machen einen Musikkurs, einen Gesangskurs. Und als ich dann mit eingestiegen bin, habe ich hier in meinem Gartensaal die Leute eingeladen und erzähle jeweils der Lotte Lehmann Woche. Hier in dem Raum hat Lotte Lehmann für meinen Großvater gesungen, also Konrad zu Putlitz. Und der hat ihr das entscheidende Stipendium bezahlt, mit dem sie zu der Gesangspädagogin Mallinger kommen konnte, die ihre Stimme richtig entwickelt hatte. Und ich kann sehr viel über sie erzählen, weil ich sie im Jahr 72 in Amerika aufgesucht habe, mehrere Jahre vor ihrem Tod, 76 ist sie gestorben, und also sehr viel Persönliches von ihr beitragen kann, sodass es eben nicht nur ein Wort ist oder eine Schallplatte, die man hört, sondern dass man wirklich von dem Leben etwas begreift. Du alte Kunst,
dann haben wir natürlich alle möglichen Konstellationen hier gehabt, Augenärztetagungen, Familienfeiern, besonders hier meinetwegen, da sind mal alle Geschwister zusammen, Gisa, Mechtel, Dietrich, Rotraud und ich und die jüngeren Halbgeschwister aus der zweiten Ehe meines Vaters. Dann habe ich hier nochmal die Familie zusammen. Das ist mal ein Bild in Hamburg. Ja, das muss so um 1990 rum gewesen sein. Also wieder Gisa, Mechtel, Dietrich, Rotraud und ich. Und Putlitz Familie kommt immer zusammen, wenn wir im Herbst das Treffen in Marienfließ haben. Ich meine, in München hatte ich ja auch schon viel Familienzusammenführungen gehabt. Ich habe dann jeweils Programme gemacht, dass ich die in Nymphenburg geführt habe oder in der Augenklinik Herzog Karl Theodor zusammengeführt hatte und so. Also ich habe sehr viel für den Familienzusammenhalt getan. Also meine eine Schwester hat mal gesagt, das ist so ein Ziehharmonika-Haushalt, mal 40, mal einer, ja, weil es hier eine sehr wechselnde Bewohnung gibt. Die Familie nach der Vertreibung hatte, ich möchte fast sagen, ein Zusammenhalts- oder Zusammenkommensproblem. Und das hat Bernhard, indem er einen Ball kreiert hat, den er einmal im Jahr gefeiert hat, auf eine sehr elegante Weise sozusagen dieses Problem aus der Welt geschafft. Und als Bernhard dann hier nach Großpankow gegangen ist, da war es vollkommen klar, dass wir diesen Ort als Familienort auch haben würden und hier wieder als Familie regelmäßig hinkommen. Und wenn ich nicht zu viel rumrennen muss, sondern mit meinem langsamen Gehen mitkomme, dann kann ich ja auch von den Exkursionen noch immer welche mitmachen.